Willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch mal zeigen, was es zu beachten gilt, wenn ihr Hotels und Airbnbs in Vietnam sucht. In meinem Fall wäre das dann Da Nang. Das, was wir jetzt sehen, hat sich an einem Tag zugetragen, in dem ich ganze 4 Airbnbs gewechselt habe. Aber seht selber. Hey, es ist mal wieder ein neuer Tag und ich check mal wieder aus einem Airbnb aus und gehe ins nächste. Das wäre dann jetzt hier in Da Nang das dritte. Beim ersten konnte ich leider nicht verlängern, da das halt weiter gebucht war, weil es war sehr schön da. Hier checke ich jetzt aus, weil gut, auf der Kamera sieht das soweit alles cool aus. Aber am Laptop zu arbeiten ist ein bisschen blöd, weil sie da keine Steckdose haben. Und das Schlimmste ist, dass es hier halt so derbe nach Schimmel riecht, ja. Das ist ja öfters irgendwie in Vietnam. Und ich habe das Gefühl, dass ich davon krank werde oder irgendwie. Ja, also das hatte hier auch einen Balkon, aber der Balkon ist geteilt. Also das war aus der Anzeige auch nicht ersichtlich. Ja, das ist das Bad. Sieht soweit gut aus, ne? Aber ja, wie gesagt, also geht es jetzt ins nächste Airbnb. Da werde ich wahrscheinlich nicht direkt rein können, weil die halt Vormieter hatten. Dann müssen sie natürlich die Bude sauber machen. Jetzt ist 11 Uhr. Ich muss hier auschecken und dann dort um 2 einchecken. Ich fahre da erstmal hin, gucke, dass ich den Rucksack da lassen kann und dann zeige ich euch noch das neue Airbnb. Also bis später. Wie ich vorhin gesagt habe, gibt es jetzt nochmal eine Roomtour, weil ich habe ja vorhin das andere euch gezeigt, das habe ich jetzt, bin ich ja raus und die Zeit hatte ich zwischendurch genutzt, bin zum Flughafen wegen der gescammten SIM-Karte, aber das werdet ihr in einem anderen Video sehen. Da habe ich ein extra Video von gemacht und ja, seid gespannt auf das Video, denn es gab auch ein Ergebnis. Guckt euch das Video dann an. Jetzt erstmal die Roomtour hier von dem neuen Airbnb. Das ist jetzt das dritte Airbnb. Wie ich glaube ich vorhin schon gesagt habe, aus dem ersten, das konnte ich nicht verlängern. Das zweite war super schimmelig vom Geruch her. Und jetzt sind wir hier im dritten. Und das ist toll. Also, guckt euch mal an. Tolles Bad. Wirklich, kann man nicht meckern. Großer Kühlschrank. 6 Flaschen Wasser. Also wahrscheinlich wegen 2 Flaschen pro Tag. Sogar Suppen gibt's. Vernünftiger Tisch und Stühle, ja. Dann haben wir hier so eine Outside-Küche irgendwie. Kann man hier sogar irgendwas machen. Und auch sogar mit wirklich Geschirr und so, was man braucht. Könnt ihr sogar wirklich was kochen irgendwie. Aber gut. Na, ihr seht ja jetzt schon hier, was los ist. Schön groß, gutes Bett, Matratze, naja, irgendwie so Vietnam-Style halt. Ist nicht das Beste, aber geht schon. Also für mich passen auch komische Matratzen. Dann haben wir einen Projektor hier mit einer Leinwand als Fernseher. Da habe ich gleich mal geguckt auf YouTube, aber das kannst du nicht gebrauchen, weil das alles gar nicht richtig auf die Leinwand abgestimmt ist. Also Flut so mäßig, ja. Ja, toll. Hast du hier noch so eine schöne Ecke? Ich weiß jetzt nicht, was man hier soll. Ah ja, Wi-Fi. Ja, und dann hier Balkon. Sogar 2 Balkone. Einer. Und hier ist noch einer. Guck mal. 2 solche Balkone. Wie bauen die denn, ey? Cool. Los! Vom Regen in die Traufe, aus dem Schimmelgeruch Airbnb zur Baustelle. Und jetzt gerade sind die ein bisschen ruhiger, aber die hauen richtig rein. Also es wird geflext, gehämmert, gepresslufthammert. Ja. Aber auch hier Schimmel. Ja. Aber es geht, also es riecht hier nicht nach Schimmel. In dem anderen Airbnb, was ich euch gezeigt habe, das roch so unangenehm krass, also deswegen bin ich da halt auch raus. Ja, zwischendurch flexen die auch rum und so, dann ist es richtig laut. Tja.
Nichts ist perfekt. Gleich. Baustelle. Große Baustelle. Überall in Da Nang sind Baustellen, an jeder Ecke. So, das war das erste Airbnb. Absolute Lärmbude für 17 Euro, ein absolutes No-Go. Und kommt mein erster Tipp, wenn ihr die Möglichkeit habt, fahrt vorher rum und guckt, ob da Baustellen um die Ecke sind. Google View bringt, glaube ich, nicht so viel, Street View, weil die können ja älter sein, die Bilder dort. Und lest alle Bewertungen auf Airbnb oder auf Booking oder auf den Agoda, alle Bewertungen durchlesen, dass ihr das abklopft, ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, da bin ich nochmal. Ja, ihr habt das gesehen. Schönes Apartment da, aber mit dem Lärm und keine richtigen Dichtungen und so, also ich konnte da nicht so. Irgendwo gibt es halt Grenzen, ne? Und wenn da halt, wenn du direkt in der Baustelle liegst, ist das einfach, geht nicht, ist zu laut. Ja, und dann habe ich mit denen gequatscht, konnte das stornieren. Die haben das halt irgendwie so gemacht, dass sie dann eine Nacht, das um eine Nacht verkürzt haben und die wird dann erstattet von Airbnb und die zweite haben sie mir bar gegeben. Tja, und jetzt bin ich hier in einem neuen Apartment. Habe ich dann halt auch schnell bei Airbnb geklickt. Ist ja auch ganz okay so. Ist nur ja im Erdgeschoss, Fenster ohne Aussicht. Nur auf so einen hässlichen Schacht. Und das ist auch wieder so eine Schimmelwohnung, so ein bisschen. Ja, das war eben bei der anderen besser, aber das war lieber so als mega laut. Wir haben eine Küche, wir haben ein Bad. Ich bin im Regen hier mit dem Moped hergefahren. Jetzt müssen wir erstmal die Sachen trocknen. Genau. So, aber hier ein schöner Arbeitsplatz. Ja, das war mal wieder ein gutes Beispiel, dass man Bildern und Bewertungen auf Airbnb und Co. nicht unbedingt glauben kann. Bei Airbnb achtet darauf, dass ihr Superhosts nehmt, das hilft sehr weiter. Und Schimmel kann man leider nicht sehen. Also mein dritter Tipp ist Facebook-Seiten. Facebook-Seiten und Facebook-Gruppen, da gibt es viel Austausch. Das ist wirklich eine gute Idee, euch auf Facebook-Gruppen, zum Beispiel Da Nang, Vietnam, anzumelden und da mitzulesen. Für Langzeitmieten kann ich auch nur raten, dass ihr nicht einfach von Deutschland aus für 4 Wochen was bucht oder für 8 Wochen, sondern hierher kommt. Gerade Da Nang ist ja jetzt sehr beliebt, euch 4, 5 Tage in ein Hotel einmietet und dann durch die Gegend geht, durch die Straßen geht. Dann seht ihr, wie es aussieht und es hängen ja oft auch Schilder dort dran und dann mit den Leuten redet und so habt ihr gleich einen Eindruck, ob da eine Baustelle ist oder ob das verschimmelt ist. Ansonsten kann ich euch auch nur noch raten, bringt Ohrstöpsel mit. Dann kommt jetzt der Rest des Videos. So, jetzt bin ich nochmal hier. Ich bin wieder in einem anderen Airbnb. An demselben Tag, was ihr gerade gesehen hattet, das ging gar nicht. Also mit diesen Abortfliegen und dieser mega Schimmel, Befall und Geruch. Aber darum ging es gar nicht. Es ging dann auf einmal ziemlich lauter Lärm von, was weiß ich, von dahinter. Und dann um 10 oder so fing die erstmal richtig an. Also ich habe Aufnahmen gemacht, Video- und Audioaufnahmen, kann ich jetzt mal kurz einspielen. Zahlt ja auch Geld dafür, ja. Ich zahle mehr als in den anderen Airbnbs jetzt, 17 Euro pro Nacht. Ja, dann habe ich halt mit der wieder geschrieben, mit der nächsten Airbnb-Managerin, wie man das auch immer nennen will, Ownerin, Besitzerin.
dass das gar nicht geht und was da abgeht und bla bla bla. Naja, die hat mir dann gesagt, du kannst in was anderes, wir bringen dich dahin, du kannst dann deine Sachen morgen abholen, bla bla bla. Und sie würden mir das ganze Geld zurückgeben für die 2 Nächte. Es riecht gut, es ist nichts schimmelig. Es ist kein Insekt hier. Doch, da war eben so ein großer, niedlicher Käfer. Den habe ich erstmal draußen in die Blumen gesetzt. So ist das okay, ja. Aber das war die absolute Odyssee. 11:30. Oh. Also ich bin da heute ausgecheckt um 11. Um 14 Uhr bin ich dann in das andere Ding eingecheckt, war dann zwischendurch essen, bin da wieder zurück und dachte mir nur so, ja, das ist ja alles ganz schön hier, aber ihr habt das gesehen, die Baustelle da vor der Tür mit den LKWs, die in deinem Wohnzimmer parken und Schutt abladen, ne? Der war aber nicht schimmlig gerochen. Das war das davor. Deswegen bin ich da dann ja nach 2 Nächten weg, weil das einfach zu schimmlig war. Du bist immer reingekommen und immer hast du diesen Schimmelgeruch. Und dann habe ich dieses andere gefunden, was auch sehr gut aussah und 4 gute Bewertungen hatte. Ja, und das war eben dieses Shithole da mit diesen Abortfliegen. Kann ich auch noch mal kurz jetzt hier einblenden. Das sind so kleine Fliegen, die sind jetzt nicht schlimm, also die tun den Menschen nichts, aber die können irgendwas übertragen und so. Ja, völlig ungeil. Und dann aber mit dem Lärm, habt ihr ja eben gehört. Ja, da muss sie mir auch kein Geld zurückgeben, weil das würde sie tun. Aber das ist für mich so in Ordnung. Genau, das war's von der Airbnb-Odyssee in Da Nang. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und gebt mir unbedingt ein Like, damit das ein bisschen weiter ausgestrahlt wird und ich meinen Kanal aufbauen kann. Ja? Und Hype, Like habe ich schon gesagt. Und schreibt gerne einen Kommentar, wie ihr das findet mit der Airbnb-Odyssee auf Weltreise. Gut, Komfort. Wahrscheinlich passieren mir noch viel schlimmere Sachen oder komischere Sachen irgendwo in anderen Ländern. Aber gut, und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, ciao, euer Henning.